Ich habe heute eine sehr interessante Fehlersuche an einem Ford Focus 3, Baujahr 2011, mit einem 1,6 Liter TDCi-Motor. Und die Beanstandung ist folgendermaßen: Die Fensterautomatik funktioniert nicht. Dann haben wir ein Problem, dass das Fahrzeug sporadisch nicht anläuft, also der Starter dreht nicht. Dann fällt die Servolenkung spontan aus und wir haben einen Ruhestrom oder Stromverlust. Und ich zeige euch in diesem Video, was ein Fehler für verschiedene Folgen verursachen kann. Das erste, was wir machen, wir lesen den Fehlerspeicher aller Systeme aus, um zu schauen, was denn so hinterlegt ist. Zur Vorgeschichte: Die Batterie wurde erneuert, weil die als defekt laut dem Tester deklariert worden ist. Also wurde die Batterie erneuert und an die Bordelektronik oder Zentralelektronik angelernt. Das muss man durchführen, wenn es eine AGM- oder EFB-Batterie mit einem Batteriemanagement versehen ist. Nachdem das alles abgeschlossen war, haben wir dann festgestellt, dass wir noch ein paar andere Fehler haben und die Fensterheber-Elektronik nicht funktioniert. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt eine ganz komplizierte Tastenkombination, wie man diese Fensterheber-Automatik denn anlernen kann. Was heißt Fensterheber-Automatik? Wir haben zwei Stufen am Schalter. Die erste Stufe ist die manuelle und die zweite ist die automatische Stufe. Das heißt, das Fenster ist ganz unten, ich ziehe einmal in die zweite Stufe den Fensterheberschalter und das Fenster fährt komplett von alleine hoch. Mit diesem Tester zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, wie man denn in der Fensterheberelektronik die Fensterheberautomatik anlernen kann. Ihr wählt die Fensterheberelektronik der Fahrertüre aus, da das zentrale Steuergerät ist. Dann wählt ihr die Sonderfunktionen, dann wählt ihr die Fahrerseite aus und geht nach der Anleitung, die der Tester euch vorschreibt. Dann geht es weiter über die Aufforderungen, die der Tester euch stellt, die ihr erfüllen müsst. Und jetzt schaut mal her, was mit den Fenstern passiert. Wir gehen auf OK und das Fenster fährt jetzt die Endanschläge an und lernt somit den oberen und den unteren Anschlag. Das muss das Ganze natürlich mehrmals durchführen, weil es bei Ford ein relativ komplizierter Anlernprozess ist. Ich kenne das von VAG, da ist es relativ einfach. Ihr fahrt das Fenster bis zum oberen Anschlag, zieht den Schalter für 3 Sekunden und das Fenster ist angelernt. Ja, nicht jeder Hersteller macht das einem einfach, aber wie ihr seht, mache ich das mit dem Tester und es geht relativ einfach. Warum? Der Hintergrund ist folgendermaßen: Wenn die Endanschläge nicht angelernt sind, kann es passieren, dass die Alarmanlage oder irgendwelche Steuergeräte nicht abschalten, weil sie eben diese Anschläge nicht lernen und zum Beispiel die Alarmanlage nicht in diesen Ruhemodus fährt. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass diese Fensterheber-Endanschläge nicht angelernt waren, wir dadurch einen Ruhestrom hatten. Ihr habt das jetzt für die Fahrerseite erledigt, da wird nämlich die linke Seite komplett, also vorne links und hinten links angelernt und das macht ja auch noch für die Beifahrerseite. Jetzt testen wir den Fensterheber und ich zeige euch, was ich mit der Automatik genau meine. Ihr betätigt einmal den Schalter nach unten, das Fenster fährt komplett runter und dann wieder komplett hoch und somit prüft ihr, ob die Automatik funktioniert oder nicht. So, und jetzt zeige ich euch mal das Urproblem des Ganzen. Also die Batterie ist erneuert worden und im Motorraum rechts seht ihr, da gibt es dieses Pluskabel. Das ist ja relativ gut montiert. Und ihr seht das Massekabel. Das teilt sich noch in zwei. Und hier seht ihr die Masseverbindung. Seht ihr diese komische verbrannte Stelle? Jetzt schaut mal, da ist das Kabel locker. Und das ist nämlich auch die Ursache, denn ein lockeres Massekabel führt dazu, dass es sporadisch zu Ausfällen der kompletten Elektronik kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist relativ kurz und knapp, aber für so eine Fehlersuche braucht man meistens länger wie bloß 5 Minuten. Bis zum nächsten Mal.